Was ein geiles Bild für die Startseite von der Connex. Der Trunkenbold. Hochimst angekommen. Da hinten ist der Alpine Coaster, über 3,5 Kilometer lang das Ganze. Der schöne neue Koffer. Noch ein bisschen die Arme trainiert. Der Gnocchi-Flitzer. Jetzt gibt's zum Maisi-Flitzer. Oh, unser Zimmer, Leute, mit Sisse Franz. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, dem monatlichen Daily Vlog Februar 2025. Und ja, der kommt ziemlich spät für einen Februar monatlichen Daily Vlog, weil wir erstmal komplett Australian Amusement Tour abgewartet haben. 3 große Vlogs pro Woche, dazwischen grätschen noch mit dem monatlichen Daily Vlog schwierig und es war keine Zeit, weil so viel anderes passiert ist, was auch noch Prio hatte, was wir auch noch zeigen wollten. Und trotz allem ein Video am Tag reicht. Mehr müssen wir nicht unbedingt machen. Ab und zu haben wir mal so ein kleines News-Video, aber da habe ich gedacht, den monatlichen Daily Vlog, dann ziehen wir das ein bisschen, dann habt ihr noch mehr Vlog-Action dann, wenn ihr mit den ganzen anderen langen Vlogs durch seid, und dann passt das so. Der ist auch ziemlich lang geworden und es ist ziemlich chaotisch und ziemlich viel passiert und ziemlich viel unterwegs gewesen. Total crazy, aber so ist das manchmal mit. Das Licht noch an. Ja, super. So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben gestern nicht mehr viel gemacht. Haben es versucht, lang rauszuziehen beim Schlafen gehen, damit wir halbwegs in den normalen Rhythmus wiederkommen. Es gibt die Earth of the Month zu sehen. Oder habt ihr gerade schon gesehen? Wir waren gerade dann jetzt, um uns heute mal richtig zu gönnen, noch bei der Massage. Richtig geil. Und es ist natürlich in unserer Abwesenheit Post bekommen. Erstmal vielen Dank an den Busfahrer für die Sticker. Zeige ich euch auch noch schnell. Soll ich die Winkels machen, damit man das Paket noch sieht oder nur das Paket? Du hast das Aufschneiden jetzt nicht drauf? Nein. Schön. Ich brauche dringend jemand Neues hinter der Kamera. So, sehr geil. Die kommen gleich dann noch mit denen, wo die gehören. Und das Paket, was nicht gefilmt wurde, was ich extra jetzt im Video aufgeschnitten habe, die ganze Zeit nicht aufgemacht habe, damit man das Video aufmacht. Tu doch noch mal so, das sieht immer noch so aus. Kam von Hody. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, weil ich mal wieder super informiert bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eben, aber das ist viel zu groß eigentlich. Wow. Warum sind denn nur 2 Tabs drin? Mit dem neuen Dragon und mit dem Eistee. Warum? Weil ich die vielleicht schon habe, aber noch nicht probiert habe, als Zeichen. Ich verstehe. Okay, eine Aufgabe. Und das war cool. So, das ist erstmal jetzt das dazu. Und wir kochen uns noch was jetzt. Und dann gucken wir Royal Rumble 1998. So, ihr nicht, weil das kann ich euch nicht zeigen. Tripsdrill, Hals über Kopf, Onride Vekoma STC. Wo steht die? Bestimmt nicht in Tripsdrill. Hals über Kopf. Oh. So, ne? Was muss ich jetzt machen? Halt bitte das Kennzeichen dabei fest. Ich hab das noch nie gemacht. Sie hat jetzt einfach hier 5 Minuten rumgestanden, damit sie quer über die Straße gehen kann, statt diese Kackbrücke zu nehmen, die dafür gemacht ist, über diese Straße zu kommen als Fußgänger, weil das hier unmöglich ist, außer man ist da hinten geboren oder man ist da hinten geboren, wo jeweils eine Ampel ist. Mein Gott, ey, aber jetzt schleicht sie über den Rasen. Was ist mit dir? The Peoples of Tomorrowland. Wir sind gerade ein bisschen on the run, wie man eventuell sieht. Und gestern haben wir uns auch nicht mehr gemeldet, glaube ich, im monatlichen Daily Vlog. Wir waren nämlich noch, das war weder 1,5 Meter noch angebracht an dieser Stelle. Und es war immer noch unsere Spur.
beim Straßenverkehrsamt und man sitzt jetzt hier im Swifty. Möchten wir nicht drüber reden, okay. Der Swifty wird beerbt von einem Toyota Aygo. Ohne knifflige Situation, diese Kreuzung hier. Das Auto, die noch nie gesehen hattest. Ja, hat sich so ergeben. Werden wir euch, glaube ich, dann gleich nochmal zeigen, wie der aussieht, der Aygo. Und jetzt sind wir on the run. Es ist inzwischen, glaube ich, Freitag. Fahren zur Nonsens Bar. Da ist ja dann in einer Woche, ist nächste Woche Sonntag, ne? Samstag. Ja, also da wart ihr ja dann auch alle. Wenn nicht, dann ich komm durch den Bildschirm. Ja, riecht nach Friedhof. Ich riech nach Friedhof. Nochmal kurz treffen, besprechen, was da nächste Woche passiert. Deswegen fahren wir dahin und ich zeige auch gleich dann mal, das zeige ich glaube ich in einem Reel. Ich weiß nicht, ob ich es hier mit reinpacke, weil dann wart ihr ja schon da, dann ist es ja Quatsch. Ich hänge in irgendeiner Zeitblase gerade. Und danach werde ich entlassen von der Frau Reichert aus dem Aygo und das in die Altstadt. Und dann gehe ich ins Projekt 42. Aber es ist jetzt noch hell und wir werden jetzt nicht so lange brauchen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht klappen. Sondern es ist eine Hardcore-Show. Do You Care seit 100 Jahren am Start, haben aber auch seit 200 Jahren keine Show mehr gemacht. Sind mit einer Show am Start, im Projekt eine Hardcore-Show. Und wir sind jetzt hier. Eigentlich habe ich keine Zeit, deswegen haben wir uns auch so wenig gemeldet, weil die Rosette brennt. Es muss ein bisschen was gemacht werden, weil wir auch Sonntag wieder etwas weiter wegfahren. Wir sind Montag aus Australien gekommen und werden Sonntag schon in Italien wieder sein. Hauptsache Ian. Genau, deswegen muss ich auch noch ein bisschen was vorbereiten, weil wir ein paar Tage da sind, ein bisschen länger, als ich das auch eingeplant habe. Das liegt nicht an uns. Und dann witzigerweise heute Morgen, also ich fand das erst so ein bisschen weird, weil das war noch nicht so lange her, als dieser Post von mir, als dieser Post abgesetzt wurde. Dann habe ich es aber gelesen schon. Ich glaube, das kann man sagen, dass der Sven von 1000 Löwen unter Feinden krankheitsbedingt konnte heute nicht kommen, hat dementsprechend ein Ticket über und hatte das irgendwo geschrieben gehabt, wenn noch einer ein Ticket braucht. Dann bin dann um 4 Uhr aufgestanden. Dann habe ich dem halt auch dann direkt geschrieben, aber er hat zum Glück einen Ton aus bei seinem Handy oder irgendwie so. Genau. Und wolltest du den Ton anhaben? Ja, hört man doch mal. Kann das sein, dass der Sprit gerade 1,59 Euro ist günstig, deswegen sind die Tankstellen alle voll. Aber hier 1,62 bei der auch. Ja, wir brauchen dringend einiges, aber ich habe jetzt das falsche Auto dabei. IBC hinten rein tun. Genau, da habe ich dann noch ein Ticket abgegriffen, günstiger als Early Bird Preis, mal wieder hier Sparfuchs unterwegs. Und genau, das erzähle ich jetzt auch schon, weil das werde ich gleich auch nicht mehr erzählen, aber ich bin ziemlich sicher. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder.
So, das war wild. Sehr, sehr geil. Coole Show und mega geil, nach so vielen Jahren nicht mehr am Start gewesen zu sein, doch noch so viele Leute zu treffen und zu kennen, die immer vor Ort sind. Und ich glaube, der Rest hat jetzt gerade für sich selber gesprochen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich bin natürlich dumm. Habe gestern Morgen die ganze Zeit dran gedacht, meine angepassten Ohrstöpsel mitzunehmen. Und was habe ich nicht mitgenommen? Richtig. Und jetzt höre ich nichts mehr. Juhu. Das ist dumm. Richtig, richtig dumm. Ja, hat man jetzt davon. Ich muss hier noch ein bisschen Gas geben. Dann hatten wir letztes Jahr ja einen Livestream im ZDF. Also nicht mit dem ZDF, sondern ZDF-Doku, die total kacke eigentlich ist am Ende. Und das wurde ja, der Stream wurde ja gesperrt, war aber alles von meiner Seite aus rechtens. Jetzt habe ich das nochmal aufgearbeitet als Video. Ist wieder nicht monetarisiert, also ist in manchen Ländern gesperrt. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, könnte das daran liegen, dass ihr nicht in einem Land seid, wo ihr das überhaupt sehen könnt. Und monetarisiert ist auch überhaupt gar nichts. Also 0 Cent würde verdient. Aber ich wollte das Thema mal zu Ende bringen und die haben da echt reingekackt. Ich muss auf jeden Fall noch einiges hier fertig machen, vorbereiten, denn wir fahren morgen nach Südtirol, haben da einen Auftrag und sind auch ein paar Tage unterwegs und auch ein bisschen länger als geplant, habe ich glaube ich schon erzählt gehabt. Jetzt ist das Ding, dass wir da ja draußen drehen, wahrscheinlich auch sehr viel und lange, und Kameraakkus leiden ja in der Kälte etwas. Ich weiß gar nicht, wie kalt es jetzt da ist. Safe ist auf jeden Fall, dass man jetzt darauf achten sollte, dass die Akkus nicht sich entladen oder leer sind, wenn wir die brauchen. Und dann habe ich an Taschenwärmer gedacht, dass ich die in diese kleinen Taschen, also ich habe kleine Taschen, wo dann Akkus drin sind, da die Taschenwärmer mit rein, das alles im Rucksack, das dürfte eigentlich ganz gut theoretisch klappen. Boah, und dann fängst du an, das Zeug mal zu suchen, weil das kennt man eigentlich nur so als Werbeartikel, wenn man mal einen hat, klack, einmal knicken, einmal warm, dann wird das Ding hart und dann war's das. Und ja, sowas habe ich jetzt auch erstmal am Start, ich habe die noch gar nicht aufgemacht. Und so wie ich das verstehe, ist das Einwegzeug und das ist halt nicht cool. Ich packe das jetzt nicht aus. Wir versuchen ein bisschen Making-of-Footage euch mitzubringen, aber das sieht ja auf jeden Fall schon mal gruselig aus. Und wenn wir Making-of dabei haben, da sind noch mal 2 drin, oder gilt das als 2? Man weiß es nicht. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Da ich aber nicht ständig irgendwie Zeug wegwerfen will, habe ich das hier noch bestellt, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Und das sind wiederverwendbare Dinger. Quasi sind das nicht gut isolierte Powerbanks. Und dann macht man das Ding an und dann wird die Fläche hier halt warm. Und dann habe ich die Hoffnung, dass vielleicht das auch funktioniert und gut funktioniert und dann eine Alternative ist, um die Akkus zu wärmen, die man halt auch wieder aufladen kann und nicht immer wegschmeißen muss. Wenn ihr da irgendjemand Erfahrung hat mit was Besserem, was Sinnvollem, oder sagt, jo, das ist gut, oder es geht leider doch nichts über den Quatsch, lasst es mich gerne wissen, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist jetzt ein Experiment, werde ich vielleicht versuchen, darüber zu berichten. Genau. Uschi ist auf Arbeit.
Au! Und ist jetzt auch schon wieder, ich habe schon wieder angefangen vorzubereiten, Tasche packen, also ist noch nicht mal ganz ausgepackt, die wird schon wieder gepackt. Leute, ich muss euch mal kurz abholen. Wir haben Samstagabend, ist Samstag, ne? Boah, 7:45. Ja. Andere Leute machen jetzt einen schönen, wir arbeiten, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wir haben jetzt gerade, wir haben ganz schön viel gerade schon gemacht, den halben Tag lang, planen wir, was für Vorträge wir uns demnächst bei der VDFU Connex angucken und scrollen gerade dann über die Seite und macht zurück. Guckt euch an, wenn man, was ein geiles Bild für die Startseite von der Connex. Der Trunkenbold, die Lachfee und dort Julia. Herrlich. Das ist bei der Standparty von denen. Ja, das war, wie Uschi gerade sagt, auf der Standparty von denen. Ich arbeite gerade noch Papierkram durch, also hier so Skripte und so ein Scheiß. Und das machen wir gleichzeitig und halbe Stunde noch arbeiten, dann haben wir es geschafft, um morgen früh um 6 Uhr im Auto zu sitzen. Mein Leben ist aus dem Ruder gelaufen, Part 2593. Wir haben Februar, Digga. Das ist nicht mal der richtige Kalender da. Du bist ein toller Typ. Das ist dein Logo. Und du schaffst es nicht, diese Seiten umzublättern. Den Februar hier appreciaten. Einmal den Januar noch, dass wir den auch gesehen haben. Von der Farbe her eigentlich ähnlich. Aber damit das jetzt hier nicht untergegangen ist, einmal represented im monatlichen Daily Vlog. Februar. Wir sind jetzt tanken. Essen, Junge. Was kostet das denn? Was das kostet? Hätte ich jetzt hier auch gucken können. 10, 15, 20 Jahren. Gab es einen Döner mit einem Zuschauer, wo auch komplett reingeschissen wurde. Und dann kommt der Mensch hat und lacht dabei noch. Andere dürfen aber scheinbar keine eigene Definition haben, weil das kleinste Mal nicht aufgefasst, du. Und ich finde es auch lustig, dass er bei mir behauptet, dass ich ganz viel lüge. Jo Leute, wir sind unterwegs. Es ist freezy, aber alles entspannt. Sonntags morgens super früh unterwegs. Sonne geht gerade ein bisschen auf. Und wir machen einen kleinen Stop. Essen uns jetzt ein Brötchen, was wir uns mitgenommen haben. Sind super in der Zeit, also haben auch mehr als genug Zeit. Und haben das extra so eingeplant. Alfredo Hitchcockski, was los hier? Aufhören. Also jetzt frage ich mich immer, wie kommst du mit dem Fahrrad hier hin? Oh, ach so, aber kurzer Tankzwischenstopp unsererseits. Wir haben jetzt ein neues Ziel. Wir fahren nicht durch, sondern wir machen einen kleinen Stopp und fahren noch einen Alpine Coaster, der uns noch fehlt in Österreich. Hatten noch ein paar andere ausgeguckt, aber das waren dann irgendwelche Brandauer oder Sunkit, wo wir uns nicht sicher sein können, ob die überhaupt fahren oder ob wir die fahren wollen. Aber so ein Wiegand, der geht auf jeden Fall immer klar. Und das wird der in Imst, der fehlt uns noch. Deswegen kurzer Zwischentanker, damit wir genug Sprit haben und dann hier dann weiter. After I spit them bars, see how the words hit hard. Follow my gut, I follow my heart, don't care for the dons in charge. Greatness only, living that you want is large. Look to the future, forget the past. You know we passed it. You talk too much, you grasped it. Went over your head, didn't grasp it. Get it, switch that one little basket. You're not ready for the truth, I ask it. Yo, we got the vibes all night that lasted. It lasted, like we got the vibes all night that lasted. You know when I'm on that task, constantly healing scars. You know this moment is a gift, then it becomes the past. I'm made from fire and steel, this soul is meant to last. Energy ain't going nowhere, now we're living it fast, living it. You know when I'm on that task, constantly healing scars. You know this moment is a gift, then it becomes the past. I'm made from fire and steel, this soul is meant to last. Energy ain't going nowhere, now we're living it fast, living it. We hustle, we flow, we grind, we roll. We hustle, we flow. We hustle, we flow, we grind, we roll. We hustle, we know. We hustle, we flow, we grind, we roll. We
Peoples, wir sind im Hochimst angekommen. Da hinten ist der Alpine Coaster, über 3,5 Kilometer lang das Ganze. Wir haben erst überlegt, ob wir so einen kleinen Vlog von hier machen. Da habe ich gesagt, komm, packen wir einfach mit in den Daily Vlog, ist hier ein bisschen mehr Content drin. Gibt eigentlich, also gibt nicht viel zu sagen. Das wäre halt mit dem anderen Video, ein eigenes Video, ein bisschen in die Länge gezogen worden. Hier hoch war gerade spannend, habt ihr gerade gesehen. Und wir gehen jetzt mal da vorne gucken, wie das hier lübt. Und wenn wir ein Klo sehen, brauche ich auch das. Das ist schon 6 Euro. We hustle, we flow, we grind, we roll, we hustle, we low. Yeah, okay. You know when I'm on that job, staying on top, don't stop. Even when it's mad, write them songs. Yeah, I'ma just write them wrongs. Always paid the cost, heart is cold, let it defrost. Expensive soul, call me Kate Moss, but like work here, there is no loss. You know when I'm on that job. You know when I'm on that payroll, they do, I don't wanna lay low. I'm making noise and I say so, yeah. You know when I'm on that payroll, you know that I don't wanna lay low. I'm making noise when I say so. You know when I'm on that task, constantly healing scars. You know this moment is a gift and it becomes the Preis gibt es 11 Euro und für den Alpine und 19,50 Euro ist das, glaube ich, Alpine und Seilbahn. Es gibt eigentlich noch nicht die Option, ohne Seilbahn da hochzukommen. Also, wir müssen die Seilbahn dazu kaufen, ne? Ja. Lass das doch einfach. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch nicht hochwandern. Wir haben die Seilbahn gekauft? Ja, wir haben jetzt eine Doppelmeier-Seilbahn. Ein Doppelmeier. Gerade sieht es gut aus, dass hier niemand auf dem Track ist. Und das ist für uns der erste Alpine Coaster, den wir im Schnee fahren. Und einer der längsten der Welt. 3,5 Kilometer Downhill. Das ist ja hier kein Lift nach oben, der dazugerechnet wird, wo du dann 500 Meter nochmal abziehen musst von so einem 1200 Ding. Bin gespannt. So Leute, wir sind angekommen und jetzt wird's lustig. Ja, perfekte Kleidung. Das sind die richtigen Schuhe, die sogenannten Slide Max, um Schnee zu absolvieren. Ich sehe mich jetzt schon liegen. Deswegen lasse ich das vorlaufen. Ich mache jetzt Zeitlupe. Ja, das ist wirklich der Weg zum Alpine Coaster, wenn man hier ganz normal hinkommt, nur Alpine Coaster fahren will. Wann machen Sie zu? Ich habe mein Ticket. Wenn ich sterbe, dann bitte. Nee, du fällst gleich, dann fällt jetzt auseinander, rutscht das hier alleine runter. Ja, genau. Safranot. Man muss dazu wissen, Uschi bricht sich gerne regelmäßig was. Die letzte Aufnahme von uns, die dann in so einer Netflix-Doku kommt, wenn wir hier alles abgerissen haben. Naja, wir kraxeln noch weiter. Ich glaube, es fällt keiner mehr. Oder ich lasse laufen, damit wir nicht fallen, weil dann passiert es nicht. Vielleicht. Das Ding ist, wir fallen dann in diese Almhütte quasi rein, dann haben alle was zu lachen. Weißt du, die haben nichts zu tun. Und dann kommen hier so zwei Oberdeppen. Komm. Nee, ist nicht. Okay. Das ist das letzte Stück, was runtergeht. Dann wird es ein bisschen gerade. Torwart ist noch nie auf Skiern gestanden und macht direkt die rote Piste zu Fuß. Das ist ein Wunder, dass ich überhaupt laufen kann. Ja, überhaupt, ne? Und das dann ist auf die Schnee. Fähigkeit der Morgen haben zu gehen. Deswegen fährt man ganz lang. Wie war's? Cool. Mega. Voll geil. Richtig, richtig, richtig geil. Jetzt das Ende nochmal voll geil. Die S-Kurven so steil bergab, die einmal auch im Wald waren. Ja, voll geil. So da Und auch, Alter, 3,5 Kilometer hier durchgezogen. Wir haben niemanden vor uns gehabt. die Arbeit. Ja, Alter, irgendwann habe ich auch gedacht, Alter, wir tun die Hände langsam weh. Es ist ein Sportgerät. Einer der besten Alpine Coaster, die wir bis jetzt gefahren sind, würde ich sagen. Dieser. Es sind heute nur Locals hier, deswegen ist auch irgendwie keiner auf dem Alpine Coaster. Und wenn du jetzt mal überlegst,
keine 20 € für 300 Kilometer Downhill. Richtig geiles, gutes Layout. Und was wir manchmal für $30 in den USA gemacht haben, mit 800 Metern oder was, das war gut. Das war richtig, richtig gut. Da lohnt sich auch der kleine Umweg. Also Diese Bumps waren immer geil, ne? der Weg hier raus ist auf jeden Fall auch wieder interessant. Stimmt, wir wurden von dem Operateur oben auch erstmal ausgelacht für unser Schuhwerk. Es war nicht geplant, aber wir haben andere Schuhe im Auto, ne? Aber ich wollte jetzt nicht eben für den Alpine Coaster Schuh wechseln. Ich dachte nicht, dass das eine Relevanz haben könnte. Eines Besseren belehrt. Solltet ihr im Schnee hier hinkommen, wechselt eure Schuhe und kommt hier auf jeden Fall hin. Also war schon seit 100 Jahren auf der Bucketlist, das Ding hier in Imst mal zu machen. Und macht's lieber im Winter. Im Sommer, hat er gerade gesagt, haben die gerne mal einfach 2 Stunden Wartezeit da oben, damit du fahren kannst. Und dann juckerst du da aber auch runter und hast auf jeden Fall einen Schleicher vor dir. Alter, also wenn ich jetzt da 2 Stunden warte und dann einer hier runterschleicht, aber was erzähle ich euch? Der längste Alpine Coaster der Welt in Andorra. Ihr kennt das Video. Auch da ist das Invest eigentlich gar nicht so hoch unterm Strich, aber das Erlebnis war richtig kacke. Und das war mit richtig viel Abstand. Also so viel Abstand wie geht, weil dann ist oben die Station vollgelaufen. Aber wie habt ihr gesehen? Ja, absolute Empfehlung. Kommt nach Imst, fahrt das Ding. Richtig, richtig geil. Am besten so wie wir einfach im Februar, wenn keiner da ist. Ja. Also ohne Spaß, das Ding ist so geil. Das lohnt sich sogar nur dafür, hier hinzufahren. Wenn es jetzt nicht wie bei uns 8 Stunden sind. Das ist ja auch sonst traumhaft schön. Ja, du kannst hier einfach, machst den Weekender, wo das einfach mal, ich würde hier auf der Hier einfach hier. Gut. Erklär mir mal, warum das besser ist, wenn da nur noch Eis ist. Ja, weil ich das nicht gesehen habe. Das wollte ich gerade sagen und da hast du mich wieder nicht reden lassen. Das filme ich jetzt, wie du dir die Knochen brichst. Ich nehme dich dann nicht mehr mit. Ja, du fällst nicht? Ja, dann zeig mal, wie du nicht fällst. Weißt du, die hört mir nie zu, die Frau. Und läuft immer in ihr Verderben rein. Das stimmt. Lass die Uschi mal in Ruhe. Nein. Ihr könnt gerne mal einen halben Tag, nur einen halben Tag mit mir tauschen. Du beschützt mich ja nur. Ja, ich bin aber nicht der ADAC. Hey, Freundchen. Nicht Höri. Du kriegst so einen Stock da mit so einem Adler dran. Ja, aber dann ist da entweder ein Dolch oder ein Flachmann drin. Oder beides. Ich sehe mich auf jeden Fall im Rentenalter mit einem Gehstock, wo entweder ein Dolch oder ein Flachmann drin ist. Wir haben, das Bergpanorama ist aber auch drehschick. Wir sind auf Mission, wir haben was zu tun, wir haben einen Auftrag und haben noch den Anreisetag, aber das haben wir jetzt mit dir, haben wir uns eingeirrt. Eine gute Idee. Ja, und gut, dass wir, dass der andere, den wir uns überlegt hatten, wo man hinfahren könnte, wirklich ein Riesenumweg gewesen wäre und wir dann doch jetzt hier drauf gekommen sind. Also wirklich Bucketlist, schreibt es euch auf, Imst, Alpine Coaster, müsst ihr machen, der ist echt cool. Ich habe jetzt schon 3-mal gesagt, dass ich durch bin. Eine Sache wollte ich noch erwähnt haben. Eine halbe Stunde lang ist keiner das Ding gefahren, bis wir gekommen sind. Also man kann das On-Ride-Foto sich angucken, da ist eine Uhrzeit bei und da war das letzte Foto vor unseren Fotos vor einer halben Stunde, bevor wir gefahren sind. Kann auch sein, dass der natürlich noch viel länger weg erst gefahren ist und runtergeschlichen ist, das weiß man ja nicht. Aber wir sind nicht aufgefahren. Das ist natürlich Quatsch. Constantly healing scars. You know this moment is a gift and it becomes the past. I'm made from fire and still this soul is meant to last. Energy ain't going nowhere, now we're living it fast. We hustle, we flow, we grind, we roll. We hustle, we flow. We hustle, we flow, we grind, we roll. We hustle, we know. We hustle, we flow, we grind, we roll. We hustle, we flow. We hustle, we flow, we grind, we roll. We hustle, we know. Ich melde mich mal wieder. Wir sind schon ein bisschen unterwegs. Eine Stunde sind wir schon wieder gefahren fast, ne? Mehr sogar. Wir sind gerade auf dem Brenner und auf einmal kurz hinter der Grenze zu Italien ging das Licht aus. Aber so richtig bam, aus, dunkel. Ja, wäre doof morgen. Aber wir haben noch 55 Kilometer und sollen noch 1:06 brauchen. Das ist auch spannend. Stand zuletzt war, dass auf jeden Fall morgen das Wetter gut ist und das brauchen wir eigentlich. Deswegen ist das alles auch so kurzfristig gewesen. Steckt sie nicht drin, wie immer. Dann ist es Pech.
Echt jetzt? Ja, aber nicht schlimm. Du weißt ja, ich sag's nur einmal schon mal damit. Aber irgendwie ist das trotzdem geil. Ich liebe ja die Berge. Ich hab's ja schon oft genug gesagt. Gefällt mir. Ist ein bisschen am Fisseln, auch nicht so cool, aber irgendwie hat das auch Stimmung und Atmosphäre. Ich mag das. Peoples, wir sind angekommen. Wir waren... Der schöne neue Koffer. Die Frau eilt wieder voraus und dann heißt wieder, lässt die Frau die Koffer schleppen. Und wenn Frauen Koffer schleppen wollen, dann lass Frauen Koffer schleppen. So, wir haben angehalten, wo das Navi gesagt hat, wo das Hotel ist. Da war es aber gar nicht. Das ist nämlich irgendwie Plose Hotel oder wie das heißt. Du hast nichts zu trinken rausgenommen, oder? Das scheint ein tschechisches Hotel zu sein. Wir wurden auf Tschechisch begrüßt und sie hat dann auch gesagt, weil wir falsch waren, deswegen hat sie uns ja auf Tschechisch begrüßt und dann kamen wir raus und sind nur tschechische Kennzeichen. So, ihr seht schon, wie ich jetzt hier eiere. Das ist der Parkplatz. Boah, Alter. Habe ich erstmal unterschätzt und bin hier reingefahren zum Parken. Dumme Idee. Sind nämlich erstmal nicht mehr weggekommen und sind nämlich erstmal weggerutscht. Aber ziemlich blöd. Von hier, wie man sieht, hierhin. Ich habe es aber wieder rausgeschafft, aber das war eng. Sehr eng. Und dann habe ich es nochmal andersrum probiert und habe jetzt hier gebuddelt. Oh mein Gott. Also ich kann auch nicht laufen. Das liegt also nicht am Fahrzeug. Allrad 4x4, Low, High, Schneemodus. Also Schneemodus hat es jetzt irgendwie gebracht. Also mit Allrad Low bin ich aus dem Eis nicht, Alter, rausgekommen. Oh, das ist ein geiler View. So, Rappy, Feini. Und wir packen jetzt mal eben den Check-in-Versuch hier. Ja Leute, das ist unser Zimmer für diese Nacht. Wir ziehen ja auch in 3 Hotels insgesamt ein. Also 4, aber 3, die jetzt hier mit zusammenhängen. Wir sortieren uns mal kurz und dann steppen wir nach unten, trinken erstmal was, weil ab 19 Uhr bis 20:15 Uhr ist Abendessen. Stand auf dem Schild, aber sie hat gesagt bis 20 Uhr, also wird schon laufen wahrscheinlich. Online steht auch, Check-in ist erst ab 16 Uhr. Wer nach 18 Uhr kommt, muss aber schon Bescheid sagen. Und wer nach 20 Uhr kommt, sollte bitte irgendwo anders essen. Bisschen weird, aber das Panorama, das kann man jetzt nicht mehr zeigen. Ein riesen Glasfront mit so geilen Stühlen davor. In der Panorama-Lounge, wie sie hier heißt. Das ist auch sehr, sehr geil. Was will ich denn mit der Sauna und Whirlpool bis 18:30 Uhr? Hä? Wie kann ich jetzt nicht da im Whirlpool sitzen, wenn es dunkel ist? Nö. Was ist denn das für ein Dreh? Und warum haben die das dann so schick beleuchtet? Das ist ja total bescheuert. Die sind ein bisschen weird hier, haben wir das Gefühl. Aber das... Ach, das Telefon. Es hat eine Direktdurchwahl nach Braunau am Inn, aber Digga, das ist einfach vergilbt. Guck mal, der Hörer ist immer da drauf. Ach du Scheiße! Das glaube ich ja nicht. Das ist ja super. Das war mein Raucherhotel vielleicht. Ein Rauchertelefon. Wir sind jetzt in diesem sehr geschmackvollen Restaurant hier unten. Ist wirklich super, super gemütlich hier. Der Kellner hat uns jetzt auch 2 Bier gebracht, nachdem wir bestellt haben. Wollte dann unsere Zimmernummer wissen. Weiß nicht, warum braucht er die Zimmernummer dafür? Keine Ahnung. Dann hat der Bro halt gedacht, dass das bestimmt da drauf geschrieben wird aufs Zimmer. Okay. Und dann kam er mit dem Bier und dann habe ich gefragt, ob wir schon mal Karten haben können fürs Essen. Und dann guckte er mich erstmal an, als ob ich Chinesisch rede. Und dann hat er, ja, aber Sie haben ja keine Halbpension. Ich so,
wir wissen es nicht, weil wir sind hier... haben Sie Halbpension? Oder haben Sie keine? Ja, oder haben Sie keine? Also als Frage nicht. Ja, haben Sie Fragezeichen, ja, nicht Ausrufezeichen. Genau. Haben Sie keine... Sie haben noch keine Halbpension? Fragezeichen oder so, ne? Und dann, wir wissen es nicht genau, weil wir halt das Zimmer von jemand anders gebucht bekommen haben. Und dann sagt er, ich guck mal. Und dann kam er mit den Karten wieder, mit den Speisekarten und sagte, nee, Sie haben ein Frühstück gebucht. Und Essen gibt es auch erst um 6:45 und dann auch da hinten nur im Saal, da decken wir ein. Ist okay. Also wir haben jetzt 18:10 Uhr und man kann tatsächlich erst ab 6:15 hier Essen bestellen. Das finde ich schon sehr weird irgendwie. Und dann haben wir jetzt die Karte bekommen. Also es gibt Abendessen von 18:45 Uhr bis 20 Uhr. 20 Uhr ist Last Seating, also das heißt, da kann man wahrscheinlich dann als letztes dann auch bestellen. Täglich, außer dienstags. Dienstags gibt es hier kein Abendessen und freitags gibt es nur Buffet. Von 19 bis 20 Uhr. Ach, und das ist von 19 bis 20 Uhr. Ach so, da bist du schon auf der zweiten Seite. Nee. Ach, Tatsache. 19 bis 20 Uhr Buffet. Ja, gut. Wir gucken mal, was wir jetzt hier gleich machen. Dann müssen wir uns gleich nochmal umsetzen. Und wenn wir dann essen möchten, müssen wir uns da hinten hinsetzen. Weird. Gute Idee. Guten Morgen. Guten Morgen. Peoples, das ist ja traumhaft mit dem Schnee. Sehr, sehr schön. Auch wenn es jetzt hier runter, ich habe das ja vielleicht gestern gesehen, hier hoch ein bisschen wild war. Ja, wir haben uns mit dem Nico gestern Abend noch getroffen, noch ein bisschen die Arme trainiert und fahren dann jetzt gleich, oder jetzt, zum Blosebob und dann fangen die Dreharbeiten an. Wir wollten Sonnenschein. Ich glaube, das kommt erstmal nicht. Aber Schnee auch, haben wir. Wir sind auch vor der Frühstückszeit weg. Das ist aber cool vom Hotel. Die haben uns so Lunchpakete gepackt. Voll süß. So Leute, hier geht's jetzt. Hier sieht man es noch ein bisschen. Wir sind hier eben haben uns fast lang gemacht. Also es gibt manchmal ein Video dazu, weil wir hier wirklich Probleme hatten. Hier ist übrigens Blose. Sind wir fertig, haben oben alles gedreht. Ist aber auch schon spät. Fahren jetzt 4 Stunden wieder Auto. Hier mit so was und so was. Und ich wechsle aber erstmal durch Schöne. Ja, also für alle, die uns besuchen wollen, da wohnen wir jetzt, fahren da jetzt hoch und wenn da jemand ist, den werfen wir den Berg runter. Bruder, ey. Und davon, das ist das Gasthaus, gell? Wäre halt schon schön, da könnte man Arbeit und Wohnen trennen. Geil, so hier dieser Gang auch, das Brücke. Oh, ja. Du hast das
da oben ja auch noch mal so. Das ist doch voll geil. Österreich, was ist los mit euch? Seeboden. Wieso fahren wir durch Seeboden? Das heißt eigentlich Bodensee, nicht Seeboden. Copy-Paste, ne, das ist voll auffällig. Dann machen wir Seeboden. Voll die Seegurken hier, ey. Aber es ist sehr schick. Also, sehr schönes Haus, sehr schickes Wasser, sehr nice, sehr schön. Aber wir müssen über den Namen reden. So Leute, die nächste Roomtour. Fangen wir mit dem Bad an, weil wir hier stehen. Ziemlich fancy. Jo, was geht ab? Krass, voll die Riesenablage. Ist doch mal schlau. Braucht man nämlich. Schön hier. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt. Sehr cool. Voll süß. 2 Stühle, weil 2 Leute. Macht Sinn. Ich finde es witzig, dass wir einen Blumenkasten im Zimmer haben. Also wir sitzen, aber das ist doch außen von einem Haus. Aber da drin schneit's im Haus. Filmfehler. Kannst du auch nur hier in so einer Region machen, so Decken noch, ne? Und, ja, was soll ich euch sagen? Wir lieben im Aussicht und sowas, ne? Schon wieder komplett reingeschissen. Würde ich mal sagen. Wop, wop, wow. So einen großen Kleiderschrank haben wir nicht. Nee. Sollen wir hier einziehen? Ja, im Kleiderschrank. Boah. Wo ist Heinz denn jetzt hier? Kleiner Safe noch hier. Wir sind in Bad Kleinkirchheim in Kärnten in Österreich. So, und wir schauen jetzt mal, was wir weiterhin machen. Ne? Muss man mögen. Das ist echt hübsch. Digga. Was geht denn hier los, ey? Und Dartautomat. Ist das dieses Fußballdings mit dem Magneten? Das kann sein. Ich weiß es nicht. So ist ein Zaubertisch hier von Christian Bauer. Oh, guck mal direkt hier. Ein 6er Träger. Geil. Leute, neben uns steht John Michaels. Heartbreak Kid. HBK. Das ist zu dunkel. Da oben sehe ich mich, ey. Das ist so geil. Ich liebe es einfach. Darf was vom Pferd sein? Nein. Kein Patsche heute. Kein Jägerschnitzel und kein Gulasch. Nein, danke. Nächster Morgen, Leute. Es wird nicht besser. Uns wurde bereits gesagt, wie witzig der Name eigentlich von unserem Hotel ist. Urbahnhof. Ja, schade. Ich glaube, dass das da sehr geil aussieht. Da ist nämlich eine Piste. Das heißt, das ist irgendwas Bergiges. Können wir mit ihm kommunizieren? So, rufen wir Hallo, viel Spaß. Viel Spaß. Und schreien nicht vergessen, laut und deutlich.
So, jetzt geht die Videorunde nochmal los. Viel Spaß! Das war das erste Mal. Jetzt wusste ich ja, was passiert. Die Uschi. Da hatte ich aber auch noch 33 km/h drauf, Uschi 25. Und hier habe ich dann die 26. Also wir sind sogar langsamer geworden. Das Eis geht aber auch von der Strecke langsam weg. By the way, Tagesrekord 33. Wir waren beim wir waren beim Kaiserburg Bob. Da haben wir unsere Arbeit vollrichtet und jetzt sind wir quasi im Feierabend beziehungsweise auf dem Transfer zum nächsten Job. Der ist aber dann morgen und 20 Minuten entfernt ist der Gnocchi-Fletzer und das lassen wir uns doch nicht nehmen und machen hier gerade mal einen Stopp. Das ist ein Wiegand Alpine Coaster. Den fahren wir jetzt auch noch. Also mal gucken. Der ist ein Bob, das ist gut. Eigentlich nicht, das heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Das kann immer wieder teuer werden. Schauen wir mal. Da, Uschi. Nicht da. Du musst die Bank nehmen. Ja, ordentlich Nebel hier oben, aber auch ein bisschen Sonne. Und wir fahren jetzt wieder runter. Ne? Also man fährt hier mit der Seilbahn hoch und dann geht es mit dem Gnocchi-Flitzer mit dem Wiegand Alpine runter. 18 Euro. Ich habe jetzt leider gerade gar nicht auf dem Schirm, wie lang der ist. Aber steht ja auch irgendwo. Ne? Was machst du? Und? Geil, oder? Der ist richtig gut. Wir haben gerade noch ein bisschen recapped. Alter, richtig, richtig gut. Fahren wir beide total ab. 1580 Meter lang. Und 1500, schlag mich tot, irgendwas mit 1500 Meter lang. Und also da sagen wir beide... Genau, das sagen wir. 18 Euro pro Person Fahrt, ey, ist okay. Da haben wir schon viel mehr, viel weniger Spaß und Action. Du fährst mit der Seilbahn echt ein gutes Stück hoch. Du könntest wahrscheinlich bei besserem Wetter auch viel toller gucken. Und hast eine richtig gute Fahrt. Also eine richtig, richtig gute Fahrt. Gefällt uns sehr, sehr gut. Und schön kombinierbar hier in der Region. Wir haben gerade geguckt. Wir haben jetzt im Umkreis und auch auf dem Weg werden noch so Brandauer, aber die fahren erfahrungsgemäß eher nicht im Winter. Ich weiß nicht, ob es welche gibt, die im Schnee fahren, aber bei Regen scheitern sie schon. Also kann ich mir das kaum vorstellen, dass man dann überhaupt eine Saison macht im Winter. Gucken wir jetzt auch gar nicht groß nach. Dann hatten wir noch einen Wiegand, die scheinbar nur im Sommer fahren und den Rest machen sie jetzt hier Skibetrieb. Also wir haben auf jeden Fall nur Sommeröffnungszeiten gefunden. Deren Herbstsaison ist zum Beispiel 3 Tage lang. Das davor und also das nach Sommer und vor Herbstsaison ist die Nebensaison. Die Uhren ticken hier wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, dann haben wir jetzt mehr als genug Zeit, um zum Hotel zu fahren. Guter Tag. Hallo Uschi, guter Tag.
Guter Tag, Uschi. Das gehört nicht dazu. Nein, nein. Das ist ein guter Tag. Nein, nein. Leute, wir haben uns doch einen Umweg eingebaut. Der Alpine, den wir auf dem Weg noch gehabt hätten, der Wiegand, der ist im Sommer nur offen, hat jetzt im Winter ja zu, haben wir ja erzählt. Und jetzt gibt es zum Maisi-Flitzer. Kleinen Umweg gemacht. Wir sind quasi schon an unserem Hotel vorbeigefahren, eine Stunde lang weit weg wieder und fahren eine Stunde zurück. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Dann können wir das Ding jetzt auch noch machen. Auch 1300 Meter rum irgendwas, weiß ich gar nicht. Hier steppt auf jeden Fall der Bär. Hier geht einiges. Meist Kugelbahnen oder weiß ich nicht was. Alter, die Piste voll. Hier ist Rambazamba. Ja, wir gehen mal gucken, was das kostet und was das gibt. Ist das reserviert oder was? Und da stehen sie schon wieder, Leute. Das ist lebensgefährlich und das ist eine Sportanlage und kein Fahrgeschäft. Aber wenn man das sagt, ist man der Buhmann, ich weiß. Es steht zwar auch überall hier so, aber was soll's. Das wäre auch witzig. Ja. Wie war's? Ja, Oh, Beini. Ich habe ja eine Schutzbrille. ich nicht. Wie war's für dich? Fand ich jetzt schöner erster Drop. Hat mir gut gefallen. Ich finde auch die Bremsen waren okay. Weiß Bei ich- mir waren die ruckartig. ja, aber nicht so viel. Nee, ja. Stimmt, die waren ein bisschen ruckartig. Und ich fand irgendwie das Ende cool mit diesem ganz langen Ja. geraden Stück mit diesen Hopsies drin. Ja. Vor allem, dass du da nochmal so einen Dip hast. Und das ist auch Ja. cool, ja. Das finde ich ultra stark. Dieses Rondell mit dem Rutschenturm. Ja, Rondell ist ja normal, das Parkhaus. Aber mit den Rutschen da dran, Das ist witzig. das ist richtig cool. Also das würde ich als Betreiber kopieren. Vor allem, wenn ich jetzt schon bestehend irgendwie das Rondell habe oder wenn ich überlege, mir das zu bauen, dann würde ich das auf jeden Fall auch mit Rutschen machen. Die man praktischerweise auch von Wiegand bekommt, wie den Alpine Coaster direkt. Wenn die da einmal ihr Blech da zusammenkloppen und verzinken, dann kann man das ja auch direkt hier mit Rutschen machen. Ne? Gut, ja, Maisi-Flitzer, solide, würde ich sagen. Schön lang, geiles Setting, aber nicht so erquickend wie ich weiß, der Noki. Oder hieß der Noki? Noki-Flitzer. Der Noki-Flitzer, der hat aber die Messlatte heute sehr weit nach oben gepackt. Gibt es hier noch ein erquickendes Foto? Ja, die Uschi, guck mal. Die Speck-Uschi, guck mal. Die Gangster. Das hier ist für die Werbung. Beide Hebel, ach, er drückt mit dem Knie den Hebel weiter runter. Wer? Er mit beiden Händen oben. Ach so. Auch schön. Schlawiner. Wenn ihr das Foto ausgesucht habt, gekauft habt, bezahlt habt, money, könnt ihr hier eine Fotohülle euch mitnehmen. Das mögen wir. Let's go. Unsere Übernachtung. Da lebt jemand die CIA. So, Sterili, Bilibolo.
Aber gut, ist ein sauberes, anständiges Bad. Schrank aus, weiß ich nicht, was für ein Horrorfilm. Oh, unser Zimmer, Leute, mit Sissy Franz. Herrlich. Ja, klein, aber fein. Gemütlich. Das ist auch so ein bisschen, ja, irgendwo muss der Fernseher hin, keine Ahnung, doof. Die Gläser und die Flasche finde ich sehr schick. Kenne ich eigentlich nur für braune Flüssigkeiten da drin. Aber, also der Blick ist ja auch schon richtig kacke. Also der ist der kackeste. Oh, ja. Aus Kakistan. Aber, oh, ich bin vors Bett gelaufen. Aber der ist jetzt auch nicht so sexy. Und wir haben eventuell die erste Nacht ohne Nebel, wo wir was Zeitraffermäßiges gemacht hätten. Aber, ja, schauen wir mal. Fra det ene sted til det andet sted, og så er det det. Det er hverken svarende eller farligt i nogen, så du kan stå i Pizza. 사랑이라면 다친데도 괜찮아. Samantha, Samantha. She's got a sweet, sweet heart after all. She's got a sweet, sweet heart after all. Vorsicht, Kopf. Vielleicht habe ich das heute noch mal drauf, wenn er dagegen läuft. Vorsicht, die größte Gazelle Österreichs kommt. Die größte Gazelle Österreichs. Nicht, dass du noch geschossen wirst. Warte ich jetzt erstmal, bis du wieder da bist. Wie du mal probierst und so verbunden ist, ja. Und dann nicht transpirieren, sondern transferieren. Hallo. Jetzt sind Bienen zerstört. Peoples, nächstes Zimmer, diesmal Straßwaldchen mit einem Lockstar-Bett. Aber ich mag das, also mit, was die Vorhänge, die Wand, die auch mit diesem Wandkissen, mit dem Logo ziemlich geil. Hier müsste auch noch was Plüschiges sein, aber das ist, finde ich, von der Aufteilung ziemlich cool. Dann gibt's hier unseren Tanzraum. Ganz wie so eine Nixe. In dieser Aussparung hocken. Kannst du auch Klavier spielen an der Heizung? Ja, das habe ich auch erstes gedacht. Und dann haben wir noch Balcony. Das ist wahrscheinlich die Kirche, wo wir parken sollen, weil man jetzt... Weil diese blauen Parkplätze, die sind auch da, die sind nur bis 18 Uhr, dann muss man weg sein. Das ist, nachts darf man hier nicht stehen. Können die hier echt kontrollieren, meinst du? Ja, Stimmt, ne? das sind Schluchtenscheißer, die machen das. Hast du einen Wagen gerade? Leute, kurzer Nachtrag zu gestern. Richtig geiler Typ hier mit seinen Kurzparkplätzen. Von 9 bis 18 Uhr sind das Kurzparker-Parkplätze. Danach darf man hier stehen. Hat uns auch gewundert, aber wenn der Typ vom Hotel sagt, nee, das geht nicht und sucht mit Google raus, wo wir richtig parken können, dann glaube ich dem erstmal, weil er ja hier local ist. Aber wir haben mit anderen Leuten gesprochen, mit denen wir gestern Abend noch zusammengesessen haben und hier gegessen haben und getrunken haben. Nee, wir hatten recht mit unserer Vermutung. Leute, wir haben, glaube ich, hier die sauberste Tankstelle der Welt gerade gefunden. Wir fahren gerade aus Fantasiana, aus Straßwaldchen los. Wir sind ab 15 Grad in der Früh. Voll schick, sauber. Leider die Aufkleber hier so ein bisschen halb ab, aber ist ja mal so eine schöne Tankstelle habe ich wirklich gesehen. BP Straßwaldchen. Zahlen muss man trotzdem.
feiern. Wir melden uns mal ganz schnell wieder im monatlichen Daily Vlog. Noch eine Runde Baustellen-Update Ravensburger Spieleland gedreht gerade. Also wir sind sicke nass geworden. Oder sind noch sicke nass. Das Zeug, alles ist, jetzt ist alles nass hier drin. Richtig ehrenlos. Hat ja 6 Stunden Zeit zum Trocknen, bis wir zu Hause sind. Wir sind nass. Mehr Zeit beim Schuhwechseln verbracht als beim durch den Dreck rennen. Für richtig Kackaufnahmen. Und für ein 1 bis 2 Minuten Video. Ist manchmal so. Ich darf mich mit euch tauschen. Ja, viel Spaß. Plus ein, ach komm, egal. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like, all in, lit the fire when you doubt it, now I'm all in, put me with the best, bring the stars in, undefeated mode, no falling, doubted when I lost, slide back when I win, fade and pay the cost, but I rose so thick and thin, battles in the scars, see them on my skin, they tried to knock me out, but I'ma fight it to the end, and there's no days off, I'm just resting up. Bevor ihr im Supermarkt schwach werdet, ne, bei uns mit unserem Link auf Holy bekommt ihr mit Ride 10% Rabatt auf die ganze Bestellung, mit Ride 5 als Erstbesteller 5 € auf eure Bestellung. Also, hier ist kein Rabatt dabei, es ist nur einfacher, aber bestellen macht so viel Spaß. So, Peoples, da die Uschi das nicht kann, eine Kamera halten, stelle ich euch einfach wieder dahin, auch wenn die da ist. Die wartet auf einen ganz wichtigen Call, die hat ja nicht heute schon einen Call gehabt. Kaum zu Hause, nur am Telefonieren beide, hier am Schreiben, am Machen, am Tun. Und es sind Pakete gekommen und ich glaube, die sind beide von Holy. Also das eine offensichtlich, das andere jetzt, glaube ich, gerade auch gesehen zu haben. Oh yeah, baby. Richtig geil. Oh. Die geilste Dose von allen schrotten wir erstmal. Holy hat einen neuen Eistee. Hey, damit geht's. Ah ja, hier ist auch noch der Steel Shaker dazu. Okay, der ist richtig geil. Zieht euch den mal rein. Ja, da strahlt jemand. Über alle 4 Backen. SpongeBob Kollabo von Holy Energy. Richtig, richtig cool. Aber was ist dann hier noch drin? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach ja. Oder auch nicht. Es gibt nämlich noch einen Karamell-Milchshake jetzt neu. Und einen anderen, den wir jetzt aber nicht haben. Sondern was ist denn das jetzt? Ah, das ist doch Erdbeere. Der sieht nicht so milchshakig aus. Eieieiei. Müssen wir alle noch probieren, Leute. In der Nonsensbar. Heute gibt es Nonsens und Action, unser Live-Podcast. Wir haben alles vorbereitet. Unsere Gäste sind heute Bro und Uschi von Ride Review. Die beiden testen Freizeitparks, Achterbahnen, waren auf der ganzen Welt unterwegs. Wir stellen ihnen ganz viele coole, interessante Fragen. Seid heute dabei. 18 Uhr Einlass, 19 Uhr geht's los. Wir sehen uns heute. Normal Red Bull. Brauchst du den Applaus nochmal auf dem Handy? Ja, für den monatlichen Daily Vlog, ihr kennt das doch. Leute, gestern gar nicht mehr gemeldet. Das war so nicht geplant, aber wieder 30.000 Baustellen gleichzeitig, Telefon die ganze Zeit gegangen, Videos schneiden, musste ein bisschen was fertig machen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen ja inzwischen. Gestern war der Live-Podcast in der Nonsensbar, haben wir ja ab und zu mal ein paar Posts gemacht und Videos drin gepackt. Sehr cool, hat mega Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die da waren, und es waren auf jeden Fall einige am Start. Und das war, glaube ich, ein ganz cooler Abend. Wir hatten, glaube ich, Späßchen, hoffe ich. Das, was die da waren, dann vor Ort noch gesagt haben, war auf jeden Fall, dass die da Spaß dran hatten. Ey, so cool, ein paar von euch, die das hier immer gucken, auch mal zu sehen, die andere Seite mal zu sehen, und auch super lieb alle und super cool, und das hat uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Wir haben auch ein Achterbahnrad verlost, ein echtes Achterbahnrad, das haben wir dann vor Ort enthüllt und überhaupt, und haben dann noch den Abend zusammen da gesessen mit ein paar Leuten. Ein paar waren länger da, ein paar waren kürzer da.
Das war auf jeden Fall cool. Hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Von da ging es dann jetzt wieder zurück. Und Uschi ist dann um 3:30 aufgestanden und zur Arbeit gefahren. Und ja, ist manchmal ein bisschen doof. Die ist jetzt auch noch da. Wenn die nachher zurückkommt, dann fahren wir heute nach Holland. Und zwar zu Christian Fahler, aber nicht einfach jetzt so, sondern der ist ja momentan in den Niederlanden auf einer Tour. Und ein Stop jetzt auf der Tour können wir uns auch noch angucken. Und da gibt es aber kein extra Video zu, aber das gucken wir uns dann heute an. Das ist so ein bisschen der Plan. Genau. So, und ich mache wieder Videokram, wie immer. Stuck up in the middle, knock some weight off. I've been carrying for years, and I'm not worried, I got no fear. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like. Weißt du, diese Karten immer richtig dumm. Die liegen dann überall rum, wie man hier schon mal sieht. Aber ich habe keine. Habe ich keine? Sie kommt hier nicht hoch. Das wollen sie nicht haben. Mexikanisches Cocktailbar. Und das ist echt nicht schön. Jo Leute, wir waren gestern bei Christian Fahler, das war richtig, richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. 2 Stunden Show, eine eigene Show, mit denen der jetzt in den Benelux unterwegs war, auf Tour war und kurz auch noch mal gequatscht, aber war natürlich ziemlich busy mit den Leuten, die alle Fotos machen wollten, aber kurz Hallo gesagt. Sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht und dann sind wir nach Hause gefahren, noch was gegessen, mehr ist auch nicht mehr passiert. Hab schon ein Video gedreht, angefangen zu schneiden heute und für heute, aber es ist jetzt gerade so ein bisschen on the run, ein paar Arztbesuche, sehr geil. Vom ADAC, ADAC, gratis Verbandskasten, weil ich jetzt seit 15 Jahren Mitglied beim ADAC bin und das finde ich ein nices Geschenk und ich habe ja damals auch, vor 5 Jahren wahrscheinlich, habe ich die schwarze ADAC-Mitgliedskarte gekriegt, weil ich da schon 10 Jahre Premium-Member irgendwie war. Ja. So, da kam die Uschi auch direkt schon wieder raus. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Sachen in der Stadt zu erledigen, sind drauf und runter, hin und her, ein paar Sachen gecheckt. Das auf jeden Fall dann auch noch gemacht. Fahler habe ich, glaube ich, gesagt und erzählt, dass das echt cool war und eine ganz andere Show, diese 2 Stunden, als man das sonst so kennt, nicht mit so viel Pace, aber mit Slide of Hand Magic, dann natürlich die großen Illusionen, aber auch Mentalisten-Nummern mit drin gewesen. Also es war echt mal was ganz anderes. Dann gestern hier auf jeden Fall noch einiges an Zeug geschnitten, wieder super viel telefoniert und gemacht und getan. Also wir sind die ganze Zeit wieder richtig busy. Jetzt ist Dienstag. Jetzt ist, glaube ich, so der erste Tag, der so langsam wieder ein bisschen normaler läuft. Aber ich habe jetzt auch gerade schon den ganzen Morgen wieder ein Video vorbereitet. Das werde ich dann gleich nach dem Frühstück auch aufnehmen, schneiden, hochladen. Das auch für heute. Denn parallel laufen natürlich die Schneidearbeiten zu den ganzen Vlogs aus Australien. Und die sind halt super komplex, super viel, was wir gedreht haben, das irgendwie zusammenzubringen. Monatliche Daily Vlog, ob ich den irgendwie richtig zusammengestellt kriege, das ist auch, glaube ich, jetzt ein Wunder, wenn das gut geht, weil so viel gleichzeitig passiert und ich muss da auch mal schon mal ran, damit man da irgendwie halbwegs in irgendwelche Bahnen kommt. Vor allem mit dem, was dann vielleicht noch jetzt dazu kommt, den restlichen Monat. Aber so ist das manchmal. Und es passiert ohne Ende wieder Zeug. Aber ich glaube, es ist, wir sind ganz okay unterhalten mit dem, was an Videos kommt, hoffe ich doch. Genau, das alles ist jetzt gerade Stand der Dinge. Darum wird sich jetzt gekümmert und sehen wir uns demnächst mal wieder hier. Ich weiß noch nicht wann und wie und wo, aber ja. Leute, ich drehe wirklich durch. Nicht, weil ich 3,5 Stunden nur Dreamworld Rohmaterial habe, was ich gerade am Schneiden bin, sondern ich habe gerade mit Ford telefoniert oder beziehungsweise R&S Mobile in Köln, die ja unser Ford-Händler sind. Und ich weiß, das war letztes Jahr, da ist mein Nachbar dem Rappi reingefahren und hat die Stoßstange touchiert, um es nett auszudrücken. Und es soll noch was anderes am Raptor gemacht werden. Das dauert auch schon seit 2 Jahren, aber
Ja, das ist nochmal ein Thema. Auf jeden Fall ist der Stoßfänger nicht lieferbar die ganze Zeit und Mitte, Ende März soll er dann wohl kommen. Dann wird das vielleicht hoffentlich endlich mal gemacht. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Das Ding kommt halt genauso wie die ganze Kiste aus Südafrika. Ich weiß nicht, ob da einer von den Kollegas sich da aufs Fahrrad schwingt, das Ding per Fahrrad da aus Südafrika hier hochkart. Aber das war halt so als kleines Update dazu. Peoples, ich muss mich mal wieder monatlichen Daily Vlog melden. Ich bin gefangen beim Schneiden und es ist halt super viel zu tun. Die Vlogs sind ultra aufwendig, also gefühlt irgendwie die Australien-Geschichte noch aufwendiger als alles, was wir sonst schon so gemacht haben. Warum ist hier nicht eine Katsche drin? Wäre nicht die erste mega stabile Action-Cam, die Schrotte. Auf jeden Fall, gestern war dann noch Marcel da. Fingerprinty kennt ihr ja, hat nochmal Achterbahnräder, diese da vorbeigebracht. Da waren nämlich noch welche bestellt, die gehen raus, hab nochmal was auf Lager. Manchmal, wenn die jetzt weg sind, dann dauert das halt bis wieder neue, weil wir die natürlich nicht für den Preis alle hier auf Lager legen können. Deswegen dauert das leider manchmal ein bisschen länger. Und Bestellungen, das war ja auch eine Zeit lang, war der Shop ja closed. Das machen wir ja, wenn wir keine Zeit haben. Oder also wissen, dass wir keine Zeit haben werden, in den nächsten Wochen da irgendwie uns drum zu kümmern. Aber es ist jetzt wieder alles am Start. Da kann ich auch direkt nochmal aufgreifen beim Live-Podcast. Übrigens, da muss ich euch auch noch zeigen, wir haben so süße Geschenke bekommen von ein paar Leuten von euch, die da waren. Also ich bin immer noch, also wirklich sehr geil, wie viele Leute am Start waren und vielen, vielen lieben Dank für eure Liebe und dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Was wollte ich gerade sagen? Genau, da haben viele gefragt wegen Merchandise und jetzt gerade aktuell ist nichts in der Pipeline. Wir haben zwar ein paar Ideen und so, aber das ist halt alles super krass zeitaufwendig, weil wir das ja alles selber machen und das alles wirklich cool für alle cool sein soll und gut sein soll, eine geile Qualität haben soll, egal was wir machen. Deswegen ist da gerade so ein bisschen Leerlauf. Wobei wir ja auch im Dezember ja erst oder im November den neuesten Drop hatten. Und da müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen. Aber ich will halt nicht irgendeinen Quatsch machen, nur um was Neues zu haben, sondern es soll schon anständig sein. Und dann dauert es vielleicht mal was länger. Aber es ist halt alles, es geht alles durch unsere Hände. Das ist komplett von der Idee, teils über die Produktion und verpacken sowieso und verschicken. Ja, ich bin überwiegend alleine hier. Ist halt schwierig. Genau. Soll aber auf jeden Fall noch was passieren. Und da wollte ich dann noch so eine kleine Sache aufgreifen. Ganz vorneweg, ich weiß, das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es manchmal ankommt. Aber, also nur mal zum Verständnis wegen des Wordings. Wenn jetzt gestern kam der erste Vlog von Australien und endlich geht's los, endlich neue Touren, endlich wieder Tour-Vlogs. So, ich verstehe, dass man sich darüber freut und das ist auch gar nicht so gemeint, aber dieses Wording endlich wirkt für mich, ne, ich erkläre es dir einfach nur, wirkt für mich wie, boah ja, ey, faule Sau, hast aber schon lange nichts mehr in die Richtung gemacht und das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass das wahrscheinlich meistens nicht so gemeint ist, aber im Dezember lief der Balkan Boogie, komplette Tour-Vlog-Reihe und jetzt haben wir Februar und die nächste Tour-Vlog-Reihe startet. Also da ist endlich halt relativ vermessen. Wisst ihr, wie ich das meine? Einfach nur so, wie es bei mir ankommt. Mal. Das ist ja immer ein bisschen... Die Kommunikation über Videos und Kommentare ist halt immer so ein bisschen einseitig und sehr schnell sehr missverständlich. Deswegen versuche ich dann im monatlichen Daily Vlog so Sachen auch nochmal aufzugreifen. Das ist ja eigentlich das Format dafür und dafür macht man das ja. Und für alles drumherum und drum und dran. Genau. Auch zwischendurch die ganze Zeit so mit Herstellern und Parks schon wieder am Telefonieren, am Schreiben, Sachen am Plan organisieren. Es könnten einige ziemlich crazy Projekte wiederkommen und so weiter und so fort. Und ja, genau. Ich bin jetzt noch an News-Videos dran für heute. Und das ist alles schon geschnitten, es ist alles positioniert. Die Einblendungen muss ich jetzt nur skalieren, weil wenn man jetzt irgendwelche Bilder hat oder irgendwelche Videos, die jetzt nicht gedreht sind von mir oder fotografiert sind, sondern halt von Parks, so Footage ist, was man ja in den News braucht, das muss jetzt alles so skaliert werden, angepasst werden, Quellen angegeben werden. Da muss ich das Video jetzt nicht für gucken, brauche keinen Ton und habe meistens nebenbei dann irgendwelche Podcasts, Hörspiele laufen oder einfach mal YouTube-Videos, wo Leute einfach nur erzählen, wo man also nicht hingucken muss. Und da war gerade YouTube-Werbung für Walt Disney World Resort Florida. Alter, jetzt macht
Florida jetzt schon deutschsprachige Werbung auf deutschem YouTube für Orlando. So, das ist krass. Das ist sehr krass. Und normalerweise und überhaupt ist ja Werbung immer angepasst auf dich, auf dein Watchverhalten, nicht auf das, was ich mache, sondern das, was dich interessiert, wo Google weiß, das bist du. Und ich gucke halt kein Freizeitpark-Content. Und dann finde ich das spannend, dass ich das ausgespielt bekomme. Aber ich bin in der werberelevanten Zielgruppe, glaube ich, was Alter betrifft und Geschlecht. Und deswegen kriege ich dann sowas vielleicht ausgespielt. Auch nochmal so ein kleiner Exkurs. Ja, das alles dazu. Es ist Freitag, es wird gebrasselt. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal euch auf den neuesten Stand gebracht. Wollte ich ja noch mitnehmen zu den Präsenten, die wir von euch bekommen haben beim Live-Podcast. Irgendjemand hat die Europapark-Schokolade schon geklaut. Also ich nicht, safe. Auch wieder hier süße Tütchen bekommen von den Kollegas. Und der Markus hat uns ein geiles Buch mitgebracht. Das ist echt witzig, das ist echt sehr, sehr cool. Und auch nochmal einen ganzen Berg Sticker. Ich liebe die Breakdance-Sticker, die sind ultra geil. Vielen Dank, Leute. Undefeated mode, no falling. Hey you, hey down there. See you stop and stare, cause you're not up here. Like, hey you, way down there. See you down there, looking up here. Get you some binoculars, so you can see me on the Jumbotron. They notice me back when I drop top speed. Ich melde mich auch nochmal im monatlichen Daily Vlog. Wer hätte gedacht, dass das in diesem Leben nochmal passiert? Wir haben inzwischen Montag. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben. Es geht drunter und drüber. Ich habe, glaube ich, erzählt, dass Marcel hier war und nochmal Achterbahnräder vorbeigebracht hat. Das war Donnerstag. Freitag. Ja, wir haben jetzt das ganze Wochenende hier eigentlich durchgeballert und gearbeitet. Ohne Ende Schnittkram, ohne Ende telefoniert, E-Mail-Kram. Ganz viele Sachen, die sonst noch so im Hintergrund laufen. Ganz viele neue Projekte, die gerade anstehen. Viele Sachen, die dieses Jahr neu starten und was wir für andere machen und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Ist auch nicht cool irgendwann, aber passt alles. Ne? Ich möchte mich nicht beschweren. Und wir waren auch dann Samstag auf Krankenbesuch und haben erstmal Leute, die kein Skifahren können, die eigentlich Skifahren können, aber sich gemault haben, besucht und haben einen sehr netten Abend gehabt. Und dann gestern Sonntag haben wir halt auch wieder hier richtig Gas gegeben. Das Gute ist, viele andere arbeiten auch noch auf dem Sonntag. Und genau, wir haben auch gut was geschafft. Und heute geht auch irgendwie mehr gefühlt das Telefon als alles andere. Ich habe aber auch wieder gut was weggeschnitten und wir müssen gleich noch einkaufen, weil wir dann übermorgen viele Gäste hier haben. Aber eine Sache, die muss ich versuchen auch noch irgendwie unterzubringen, weil wir das nämlich im Januar hatten, das glaube ich, mit einer Festplatte und Datenrettung. Und diese Software, die hat nicht funktioniert und man kriegt einfach sein Geld auch nicht wieder. Das sind richtige Verbrecher, so richtig arschig. Finde ich nicht cool, also logisch. Und das Ding ist nämlich, das wäre softwaremäßig gar nicht zu lösen gewesen, das Problem. Das ist nämlich ein Hardwarefehler. Und Festplatte eingeschickt für einen Haufen Kohle, wird einem schlecht, verbuchen wir mal als Lehrgeld, wenn man ja mal eben schnell speichere ich das da kurz, es kommt ja dann jetzt gleich wieder weg und dann habe ich meine Backups, wenn das dann fertig ist. Ja, das ist Lehrgeld dafür, dass du instant sofort alles backupst und nicht mal eben schnell da zwischenlagern und dann machst du das. Es wäre jetzt echt nicht lang gewesen, aber ja, ich weiß es und jeder, der es auch weiß, aber selber, also, aber mir kann auch keiner erzählen, dass man das selber auch nicht irgendwie mal hat bei manchen Sachen, wo man, ja, komm schnell. Und irgendwann kommt der Punkt und dann kommt es doppelt und dreifach von hinten. Tut weh, selber schuld, muss man ein bisschen mehr arbeiten jetzt, Pech gehabt. Was aber nicht so geil ist, Mittwoch hätte, also wir haben ja jetzt Montag, letzten Mittwoch hätte die Festplatte wieder, das kommt ja noch dazu. Die verkaufen einem das dann so, yo, wir laden das dann auf den Server bei uns hoch, du lädst deine Daten wieder runter. Scheinbar zu viel Daten oder was weiß ich nicht, dann kommt so, ja, schick mal eine Festplatte, damit wir das Zeug da drauf schieben können. Geil. Das ist so nicht im Angebot gewesen, auf meine Kosten dann da eine Festplatte hinzuschicken, dann kommt die ganze Zeit nicht. Dann fragt man mal nach, weil der Status auch die ganze Zeit war, dass die Platte bei denen nicht angekommen wäre. Wir aber mit der Sendungsverfolgung gewusst haben, so, ihr habt die schon seit einer Woche. Ah, nee, das ist hier in Bearbeitung. Status geändert und kurz danach wurde sie sogar verschickt.
Letzte Woche Mittwoch im Zielpaketszentrum angekommen. Hätte Mittwoch sogar zugestellt werden sollen. Hat dann wohl nicht geklappt. Hat es auch nicht verlassen, das Zentrum. Dann so, jo, nee, wir kommen Donnerstag. Da ist schon so, okay, naja, passiert, schade. Donnerstag hat sich auch nichts geändert, da ist es liegen geblieben. Und dann ist auf einmal einfach alles weggeblieben. Und der Status ist immer noch, es ist Mittwoch da angekommen. Und das ist der letzte Stand der Dinge. Data Request oder wie die Vögel heißen, die fühlen sich da nicht für zuständig. Und jetzt habe ich mit DHL telefoniert. Da musst du erstmal an deren Telefon-Chatbot vorbei, der dich da vollsülzt mit irgendeinem Quatsch, bis du mal einen Mitarbeiter kriegst. In irgendeinem random Callcenter, der jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ja, es liegt wohl irgendwie immer noch in Krefeld und keiner weiß warum. Das wird dann jetzt nochmal angestoßen, dass man da mal vielleicht nachguckt. Alter, ey, bei sowas, ich krieg die Krise, ich werde wahnsinnig. Ja, das Stand der Dinge. Absolutes Chaos und Weltuntergang. Ich fahre wieder irgendwo anders hin, Nachrichten, nicht so ein Kack. Geburtstagseinkauf. Ja, hast du Leuten erzählt, was hier passiert ist? Da war ich nicht dabei, das kann ich nicht erzählen. Übermorgen wird dieser dumme Typ, 37 Jahre alt, Der da. hat es jetzt geschafft, ein Glas Kirschen an der Kasse auf den Boden zu blocken. Das erste Mal, dass ihm irgendwas hinfällt und kaputt geht, aus Glas. An der Kasse, heute am Tag, wo wirklich richtig scheiße läuft. Kurva Markt. Nee. War das zum Aggressionsabbau vielleicht? Nein, das macht mich noch aggressiver. Du Scheiß, Alter, was fällt das dahin? Alles läuft in Zeitlupe. Ready to waffle. Der absolute Klassiker eigentlich, seit 100 Jahren schon. Die eigenen Feiern sind die schlecht dokumentiertesten bei uns. Und gestern hier volle Hütte gehabt, den ganzen Tag über, von morgens 10 bis abends 10:30 war hier Action Jackson. Und ja, es gibt so 0 Aufnahmen oder Fotos. Ich voll verpeilt. Ich bin lieber guter Gastgeber, als mit der Kamera rumzurennen, aber sonst klappt immer mal ein kleiner Schwenk, noch nicht mal das haben wir gekriegt. Das ist sehr schade. Das ist nicht cool. Ja, gestern Geburtstag gefeiert, schön gebruncht. Heute ist Altweiber. Ich bin die ganze Zeit am Schneiden bzw. anderen Arbeiten am Machen und habe auch schon das ganze Chaos wieder beseitigt. Uschi ist auf der Arbeit und ja, wir gehen nicht aufs Sträßchen. Heute wird aber noch passieren, dass sie dann im nächsten monatlichen Daily Vlog, ich weiß auch nicht, wann jetzt der hier kommt. Theoretisch wäre der dann ja jetzt Sonntag fällig, aber da sind die Australien-Vlogs und da möchte ich eigentlich nicht unterbrechen. Die möchte ich auch erstmal laufen lassen. Mal gucken, ob wir zwischendurch dann irgendwie einen machen oder nicht, keine Ahnung. Ja, das erstmal dazu. Und bei den Vlogs merkt man auch wieder, man muss eigentlich alles wie für kleine Kinder komplett immer erklären, weil richtig zuhören und nachdenken nicht funktioniert, bevor man was schreibt. Das ist echt krass. Mal gucken, ob wir das machen oder ob es einfach so bleibt und wir damit leben müssen, dass es nicht alle auf ein ganz normales Niveau schaffen. Aber das Wetter ist schön. Gestern schön, heute schön. Das ist doch mal was. So Leute, Daily Business. Ich habe so Aufnahmen und dann filme ich so und dann, hier kommt ein Fuß. Er kommt auf die Kamera zugerannt. Er rennt. Er hat bei 2 Millionen Grad, hat er einen Pullover an und er rennt auf die Kamera zu und er rennt weiter und weiter und voll ins Bild, immer mehr ins Bild. Ich bin so im Bild. Oh, ich merke das auch schon. Irgendwie juckt mein Kopf, ich bin so im Bild. Ich denke so, okay, dann geht der jetzt weg, dann filme ich dann nochmal neu, dann mache ich die Aufnahme nochmal neu. Und er denkt sich so, nein Junge, ich laufe einfach nochmal durchs Bild und laufe jetzt einfach zurück, damit ich einfach für den ganzen Tag voll im Bild bin. Juhu. Ah. So, ganz zum Abschluss, das muss ich euch zeigen. Also das ist schon richtig cool, aber das ist Endstufe. Sieht man das, erkennt man das? Ist das geil oder ist das geil? Mega. Hallo. Hübschi. Ich würde doch hier bleiben. Boah, bist du groß, ey. Ja, ne? So Leute, ansonsten versuche ich jetzt mal ein bisschen Kaminholz einzusammeln noch und damit endet der Monat. Es ist natürlich nichts passiert, was die Festplatte angeht. Da gibt es keine Updates, keine Neuerung, das ist richtig kacke. In diesem Sinne sehen wir uns in wenigen Tagen schon wieder im nächsten monatlichen Daily Vlog, weil wir jetzt das Ganze ein bisschen aufgespart haben wegen den Australien Amusement Tour Videos.